Hallo, verhallt ihr mal, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt an der Flughafen von Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon weißt, aber ich mache ein Austauschjahr in Deutschland, aber jetzt kommt das bald zu Ende und jetzt kehre ich zurück zu China. So dachte ich, ich könnte euch mal zeigen, wie alles läuft, während der Corona-Zeit nach China zurückzugehen. Ja, dann bis in China. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt in Argentinien. Nee. Ich bin in China, natürlich. Ich bin jetzt in China. Oder China, wie manche sagen. Ich bin jetzt im Hotel und es ist halt von der chinesischen Regierung vorgeschrieben, dass jeder, die nach China kommt, muss ein 14-Tag Quarantäne machen in einem Hotel. So, heute ist mein zweiter Tag. Ich habe sehr wenig gefilmt, weil ich habe die meiste Zeit durchgeschlafen. Außerdem darf man nicht in dem Zoll filmen. Das ist natürlich nicht nur in China, sondern in viele anderen Länder auch so. Aber ich möchte mit euch teilen den ganzen Prozess, wie ich nach China gekommen bin, welche Maßnahmen sind spezifisch für diese Zeit. Aber darüber sprechen wir über Frühstück. Da kommt gerade. Also, das ist mein Frühstück für heute. Oh, sieht gut aus. Wir haben Tomato. Süß-Tomato. Nee, es gibt den Namen. Süßkartoffel. Aber es ist viel zu klein für mich. Ich kann 10-mal solche essen. Und das ist euch bestimmt bekannt. Wiener. Nee, wie sagt man? Wurst. Oh mein. 2 Tagen außer Deutschland habe ich den Namen schon vergessen. Und haben wir einmal Eier. Und das ist Tofu. Aber in einer anderen Form von Tofu. Es gibt so viele Formen von Tofu in China oder Asien generell. Und wir haben diese, wie das mal Bun, aber es ist süß. Aber es ist süßes Geschmack mit, also diese braune Farbe kommt aus schwarzer Zucker. Gibt das was drin? Ja, nicht. Das habe ich mir gerechnet. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass es süßes Geschmack, wie gesagt. Aber dieser salziges Gemüse ist salzig, wie der Name. Salziges. Wir haben noch Joghurt und mein Lieblings ist dieser Porridge. Und dieses Mal es ist gelber. Das kommt tatsächlich aus dem Kürbis drin. Ich sage euch mal, das ist unnormal lecker. Das ist super lecker. Es gibt so dieser Reis mit Kürbis und so macht man ein Porridge. Oh, ich liebe es. Lass mich zuerst kurz etwas essen. Okay? Das ist übrigens warmes Wasser. Falls du das nicht tragen kannst, dann musst du dich dazu gewöhnen. Wurst mit Essstäbchen, Ladies and Gentlemen. Habt ihr das schon mal gesehen? Okay, ich mache eine Pause vom Essen. Und für den ganzen Prozess, wie der Prozess läuft, ist in Frankfurt, bevor wir in den Flug getreten, müssen unsere Temperature zum ersten Mal gemessen. Und dann inzwischen, während wir fliegen, müssen die Temperature von den Passagieren jede 4 Stunden einmal gemessen. Und nachdem wir in China gelandet haben, müssen jedes erstmal
halt einen Gesundheitsreport online ausfüllen. Die Fragen sind super spezifisch. Woher kommst du? Wohin gehst du nach dem Quarantin? Hast du selbst Fieber? Hast du in Kontakt mit Corona-positive Fälle? Ja, ähnliche Frage, nicht super lang, aber super spezifisch. Ich vermute, dazu sind viele Deutsche vielleicht nicht einverstanden. Aber ja, was kann man machen? Ich muss zurück und wenn ich zurück will, dann muss ich diese Form ausfüllen. Danach kann man schon ruhig den Flug verlassen. Dann kommt man zu dem Zoll, wo dein Temperature wird jedes Mal gemessen. Und dann macht jeder einen PCR-Test. Dann kommt zu meinem Hals. Zum Glück werden wir, also die alle 200, mehr als 200 Passagiere auf dem Flug werden alle als negativ getestet. Das ist eine gute Nachricht. Was ich gehört habe, ist, falls eine Person mit positiv getestet ist, dann muss diese Person und vielleicht die Leute, die neben ihn oder neben dieser Person in den Flug gesetzt haben, also sie müssen zu einem anderen Hotel transportieren. Nach all dieser Procedure geht man von dem Flughafen aus und direkt zu einem Bus, wo sie sind spezifisch für die Passagiere, und wir werden zu Hotels gefahren. Welcher Hotel? Das ist spontan entteilt. Man kann es nicht vorher sagen, man kann nicht wählen. Ich zeige euch zuerst mal mein Hotel. Cue in the Room Tour. Room Tour. Hier ist das Badezimmer. Das Hotel kostet übrigens 380 Yuan jeden Tag, also ungefähr 50 Euro. Hier gibt es natürlich Badekleidung. I just created that word. And Slippers, was ich seit langem nicht mehr gesehen habe. Und diese Mülleimer ist natürlich was anderes. Das bedeutet Medical Trash. Ich kann schon verraten, dass es ist spezifisch für diese Situation hier gestellt. Das ist mein Koffer. Entschuldigung, das ist ein bisschen chaotisch. Hier ist das Zimmer. Es gibt 2 Betten. Ja, ich benutze das nicht. Es gibt keine zweite Leute. Ja, das war's. Es ist ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Also der Preis, wir müssen natürlich selbst dafür bezahlen, und Frühstück sind gratis, aber Mittagessen und Abendessen kostet 50 Yuan pro Essen. Also das war circa 6 Euro. Der Hotelzimmerpreis ist ein normal Marketpreis. Wenn ich mich selbst wählen könnte, dann würde ich natürlich in ein billigeres Hotel Unterkünften. Ja, zu dem Mittagessen und Abendessen mit 6 Euro kann man normalerweise 4 bessere Essen kaufen. Aber ja, wir müssen auch die Lieferungskost inkludiert. Ich mache ein extra Video Collection von meinem Mittagessen. Sie sind was sehr anderes als das. Falls ihr euch Interesse dazu haben, poste ich dieses Video auch, damit ihr quasi eine Idee von was essen die Chinesen wirklich, ja, also mehr über den 14-Tag-Quarantäne. Ich bin jetzt in einem Hotel in Nanjing. Diese Stadt ist auch eine sehr interessante Stadt. Das ist aber ein anderes Thema. Also zurück zu dem Hotel. Wir dürften natürlich diese 2 Wochen gar nicht das Hotelzimmer verlassen, sonst wäre das kein Quarantin, right? Und in diesem Quarantin würde unsere Temperature auch
wie das zweimal jeden Tag gemessen, einmal am Morgen und einmal am Abend. Und dieses Essen würde zu uns gebracht. Es gibt einen Tisch vor der Tür und die Hotelangestellte setzt diese auf den Tisch hin und klopft auf der Tür. Und dann gehen sie weg, dann wir kommen raus, um das abzuholen. So, alles ist strikt kontaktlos. Apropos alle Arbeiter an dem Flughafen und auch alle Hotelangestellte tragen Schutzkleidungen und Maske natürlich. Und wir tragen auch Maske, wenn ich die Tür öffne und das Essen abhole. Und wenn wir fertig sind, so gibt es dieser besonderes Mühlmeier, was ihr schon gesehen habt. Wir schmeißen das hin und wir müssen das selbst packen. Also alle Mühe kommen zu dieser einer Mühlmeier rein und wir packen das in einer spezifischen Weise, also medical Weise, ich glaube. Es gibt 2 Plastiktüte, da müssen wir zweimal das wrappen und dann nochmal einmal jeden Tag vor der Tür stehen. Es gibt einen bestimmten Zeitraum, wo die Hotelangestellte das jedes Mal abholen und wegwerfen für uns. Also die Essen können wir nicht selbst bestellen, aber also ich erkläre mal wieso. Wir können die chinesische Version von Lieferando nicht benutzen, aber wir können wie zum Beispiel Rewe Online bestellen App oder Amazon App benutzen. Dann kommen diese Package zu dem Hotel und die werden jedes Mal von den Hotelangestellten zu uns gebracht. Also der ganze Prozess läuft schon seit März. So jetzt ist ungefähr 5 Monate. Am Anfang gibt es natürlich Konflikte, also gibt Dinge, die man verbessern könnte. Aber also was ich erlebt habe, für mich persönlich zumindest, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und warum ich das nicht mache, ist auch, weil wir kontaktieren uns quasi nur mit den Hotelangestellten und vielleicht, ich glaube, die Leute, die unsere Temperature messen, sind Krankenschwester und es gibt keinen Sinn, wenn du ein Theater mit ihnen machst. Man kann schon sehen, manchmal ist diese Arbeit super überfordert und anstrengend. Und damit wollte ich wirklich nicht ein Problem mehr sein. Vielleicht habe ich einige Punkte vergessen und wie immer, falls jemand bis hier geguckt hat, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen wegen meiner Quarantäne habt, meldet euch bei mir gerne an. In den Kommentaren natürlich. Also dann jetzt mache ich dieses Essen ruhig fertig und bis nächstes Video.